McDonald's. McDonald's Monopoly. Mc's. McDonald's Happy Meal. Hier beginnt der Spaß. Oder auch McDo. The ice cream machine is broken. Trick 17. Holy shit, wer sagt das? Und ich gehe in den McDo rein. Oh, okay. Ist jedenfalls die größte Fastfood-Kette der Welt. Mit einer ebenso großen Erfolgsgeschichte. 1974. Der Big Mac feiert seinen ersten Geburtstag in Deutschland. Die wir allerdings heute überspringen. Genauso wie die Kritik, die Kontroversen und den Werdegang. Denn damals waren wir alle dort. Deine Reise beginnt irgendwo, um genau zu sein, egal wo. Wählung fährst raus, Wählung fährst raus, Wählung fährst raus. Alter, ich komme in 188. Denn ein McDonald's zu erkennen war noch nie wirklich schwer. Ich komme in 188. Dort angekommen landest du bei deiner ersten Entscheidung. Reingehen oder Drive-In. Probieren wir es mit dem Drive-In und... Oh, die Schlange ist lang. Aber das wird schon. Während du die Anspannung jedes Autofahrers spürst und dir der hungrige Mann im Auto hinter dir mit viel zu dichtem Aufwand signalisiert, Ich liebe Cheeseburger, hasse aber alle anderen Burger. dass er hungrig ist, browst du vermutlich durch die App und versuchst den bestmöglichen Coupon zu ergattern. Oh cool, GXZ5B. Sollte passen, oder? Fast. Denn du hast die Rechnung ohne das Xbox-Headset der Mitarbeiter Ihre Bestellung bitte? und dem dazugehörigen Lautsprecher am Schalter gemacht. Was? Während du deinen Code zum 3. Mal buchstabierst GX? Nein. und ihr inzwischen schon mal im Buchstabieralphabet angekommen seid, Einfach G wie, Gönner G. bricht der Mitarbeiter alle Bemühungen ab und lässt sich die Bestellung von Mensch zu Mensch am 2. Schalter vortragen. Hier. Okay. Die Bestellung ist aufgegeben, jedoch ist aktuell so viel Betrieb, dass du 2. Reihe parken musst, damit dir der Mitarbeiter das Essen persönlich rausbringt und da ist es auch schon. 20er Nuggets mit Pommes, Cola Zero und... Warte mal, die Süß-Sauer-Soße fehlt. Und damit auch das Konzept hinter dem Drive-In. Denn nun hast du 3 Optionen. Option 1. Du fährst einmal um den Laden herum und stellst dich erneut an. Option 2. Du überquerst den Zebrastreifen und gehst in Person ans McDrive-Fenster, was sich wieso auch immer ziemlich illegal anfühlt. Oder Option 3. Dein Drive-In-Plan war umsonst und du fährst auf den Parkplatz, um im Laden selber nach Süß-Sauer-Soße zu fragen. Gehen wir mit Option 3. Allerdings musst du dafür den ersten von vielen Orten durchqueren. Den Parkplatz. Ein Ort, an dem die verschiedensten Menschen aus den verschiedensten Gründen mit einer Autotür Abstand Big Macs konsumieren. Ein Ort, an dem du komisch angeguckt wirst, wenn du die GTI-Fahrer-Spawn in den Ecken bemerkst. Alles Gute zum 18-1. Geburtstag. Und ein Ort, der durch den roten Teppich, dem Zebrastreifen, den Pfad zu den heiligen Türen kennzeichnet. Dort angekommen öffnest du die Türen und befindest dich plötzlich wieder irgendwo in der Vergangenheit. Um genau zu sein im Eingangsbereich von McDonald's, denn bereits dieser hatte so einiges auf sich. Neben dem Eyecatcher in Form von bunten Gratisballons, die garantiert nach dem Aufenthalt mitgenommen werden, konnte man von hier die komplette Lage überblicken und... Okay. Zum einen hätten wir die gelben Schilder, nach denen McDonald's das sauberste Restaurant der Welt sein müsste. Hygieneschulungen gab es praktisch nicht. Wir mussten trotzdem unterschreiben, dass wir daran teilgenommen haben. Diese standen hier gefühlt 24/7 und waren vermutlich nur der Versuch einer Erklärung für den sowieso dauerhaft klebrigen Boden. Dann gab es noch die Kindergeburtstage. Ich weiß nicht, wer das damals für eine gute Idee gehalten hat, kann mir aber vorstellen, dass es cool war. Also, für die Kinder. Denn das Kinder-zu-Eltern-Ratio war bei diesen Geburtstagen meist komplett unproportional, wodurch dann eben ein Elternpaar an einem Dutzend Kinder ihre Nerven verloren hat. Zu deiner Linken stand meist der viel zu überfüllte Tablettwagen, auf dem du neben den scheiß 20% Monopoly-Gutschein, füge Mindestbestellwert von viel Geld hier ein, auch Essensreste für Generationen vorfinden konntest. Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Sowohl die Luftqualität als auch die Soundkulisse war nach dem Betreten sofort fettig. Aber gehen wir weiter. Weiter zur Kasse. Dort wird der erste Blick auf den Mitarbeiter fallen, dessen Jobname in deinem Lebenslauf nicht genannt werden darf. Willkommen bei McDonald's. Ihre Bestellung bitte? Ah, genau. Die Bestellung. Ein Happy Meal natürlich. Und während du auf die alles entscheidende Frage wartest, Und welches Spielzeug? schaust du dich um und begutachtest, was diesen Bereich des McDonald's so besonders gemacht hat. Ich meine, wir hätten die Spielzeugvitrine, in der immer die aktuellsten Spielzeuge ausgestellt waren.
sofern wie in 99% der Fälle nicht zuvor irgendwelche Kinder dagegen geboxt haben und die Spielzeuge eben lagen. Dann den Tresen an sich. Dein Happy Meal. Auf diesem lagen meist irgendwo überschüssige Coupon-Flyer, stand eine Box mit in Papier eingepackten Plastikstrohhalmen und die 1 Cent für hilfsbedürftige Kinder Spendebox, in der warum auch immer ebenfalls ein Bruchteil jedes Objektes vom Tresen lag. Und welches Spielzeug? Und was war es für ein legendärer Move? Leider ausverkauft. Aber warte, Wenn der Mitarbeiter die heilige Vitrine für dich geöffnet hat, nimm es. um dir das letzte Exemplar des Spielzeugs auszuhändigen. Nach dem Erhalt des Spielzeugs war das Happy Meal meist zweitrangig. Aber verlassen wir vorerst die Kasse. Wir befinden uns nun im Essbereich, neben versifften Tischen. Da war oft auch kaum Zeit zum Saubermachen. Oft waren keine Handschuhe vorrätig. Dann schnell, ohne Händewaschen, zurück an die Theke, um Pommes einzutüten. Gewürzgurken zwischen den Couchritzen Maul halten und arbeiten und das für ein Butterbrot. und unmotivierten Mitarbeitern Insider sagen, vor allem billig und willig sollten die Mitarbeiter sein. hingen hier wie so auch immer überall Fernseher. Cooles Foreshadowing für zukünftige Essgewohnheiten. Allerdings schlechte Umsetzung, denn meist liefen dort irgendwelche Musikvideos, die komplett asynchron zu der viel zu lauten McDonald's Radiomusik waren. Oder eben Werbung. Der Gartensalat? 1 Euro. Deine Handynummer? 1 Euro. Nein, nicht die. Regel Nummer 2. Echte Stars essen natürlich nur Stars of America. Auch nicht die. Finanzguru. Ah, das bist du. Das ist der aktuelle Hamburgerpreis und das sind deine Verträge. Alles wird teurer. Und genau wie ich hast du wahrscheinlich keinen Überblick darüber, wer dir monatlich dein hart erarbeitetes Geld aus der Tasche zieht. Bis du plötzlich an der Rewe-Kasse stehst und... Wie peinlich. Jedoch kommt hier Finanzguru ins Spiel. Eine kostenlose App, die von 2 Löwen in einer Höhle entwickelt wurde und mit nur 3 Klicks einsatzbereit ist. Sobald du deine Konten verknüpfst, siehst du auf den Cent genau, wo dein Geld herkommt und wo es hingeht. Und kannst Anomalien mit nur einem Klick vernichten. Maximale Munition. Jetzt hast du wieder Geld. Geben wir dieses doch aus und... Oh, das war wohl ein Fake-Shop. Aber dank des neuen Fake-Shop-Radars von Finanzguru wurdest du davor gewarnt. Gern geschehen. Sollten dir die bisherigen Funktionen jedoch nicht ausreichen, kannst du für nur 2,99 € pro Monat Finanzguru Plus freischalten. Jetzt kannst du Budgets erstellen, um deine Ausgaben klar zu strukturieren. Erhältst eine verbesserte Einkommensübersicht, damit du jederzeit weißt, wie viel Geld dir wirklich zur Verfügung steht, bekommst Prognosen, die dir zeigen, wie dein Konto am Monatsende voraussichtlich aussehen wird und... kannst all das jetzt sofort mit dem Code WASWIN 3 Monate kostenlos über den Link in der Beschreibung ausprobieren. Einfach App runterladen, oben rechts aufs Profil klicken und den Code WASWIN eingeben. Nehmt es mit, es ist free, yeah. Das war die Werbung in der Werbung. Und jetzt zurück zur Werbung. So you get the taste you love at a price you'll love even more. Guess who's going to the game? Thank you. Hallo, es gibt jetzt etwas Neues bei McDonald's. China-Wochen. Die war damals low-key racist. Im Gegensatz zum McDonald's Außenbereich. Denn hier war jeder dein Freund. Also, sofern ihr euch in der Röhre nicht gegenüberstandet und jeder auf sein Recht der Vorfahrt bestand. Wir hatten hier zum einen die Glaskugel, die gleichzeitig eine Trommel für die Aufmerksamkeit der Eltern war. Dann gab es die Rutsche, welche besonders an warmen Tagen oft für Verbrennung oder Stromschläge gesorgt hat. Und zu guter Letzt, bevor ich es vergesse, die Rutsche wurde nie richtig rumgenutzt. Die Mülleimer, welche besonders im Sommer oft massiv überfüllt waren und damit die Außenexperience oft ungenießbar gemacht haben. Genau, diese Spielplätze gab es auch indoor, jedoch waren diese meist viel kleiner und ausgestattet mit neuester Technologie. Sie sehen ziemlich zufrieden aus, findest du nicht, Spyro? Crash, Coco, Aku. Ich bin euch allen dankbar. Aber wo wir wieder drin sind, kann ein Gang zu den Toiletten nicht schaden. Und der Weg zu den Toiletten bei McDonald's war schon immer so eine Sache. Du musstest nämlich jedes Mal an einem Endgegner vorbei. Oft ausgerüstet. Mit einem netten Blick und einem Teller, auf dem lediglich das kleinste vom kleinsten Kleingeld lag, bestand die Aufgabe dieser Person darin, entweder dein Gewissen von 2 Cent oder dein Geldbeutel zu bezwingen. In den Toiletten angekommen war die Soundkulisse oft einem Club gleichzusetzen, wobei die Musik aus dem gedämpften Biepen und stillscheißenden Kunden bestand. Oh, Licht aus. Es hingen hier meist irgendwelche random Poster. Der Hygienezustand war oftmals eine Katastrophe, aber hey, irgendwie cool, dass dort damals Kaugummiautomaten hingen.
Ein Blick in den Spiegel, das platonische Händewaschen und das maximal gruselige Händetrocknen später zeigt... Warte mal. Ein Blick in den Spiegel? Oh, wir sind scheinbar in der Zeit gesprungen. Aber in welcher Epoche sind wir? Wir sind in der Epoche, in der Bestellterminals existieren, die eine so individuelle Anpassung ermöglichen, dass du dir theoretisch für 4,99 € eine einzelne Scheibe Käse bestellen kannst. So what I have here is a Big Mac. Kind of. Der Epoche, in der der einzige zwischenmenschliche Kontakt daraus besteht, dass ein Mitarbeiter verzweifelt eine Bestellnummer in die Menge ruft. Und der Epoche, in der du den Betrug hinter den zu perfekt aussehenden Produktbildern vermutlich schon lange erkannt hast. Wir sind irgendwo hier. Ich habe bis jetzt schon so circa 50 Big Tasties insgesamt gegessen. Diese Karte von McDonald's ermöglicht es mir, jeden Tag kostenlos zu essen. Und immer waren sie warm und lecker. Solltest du jedoch zu dieser Zeit einen McDonald's betreten haben, gab es ebenfalls einige Highlights, die dort auf dich warteten. Wer könnte nur die Cola-Gläser vergessen, die durch ihre jährlichen Kollektionen vermutlich schon länger existieren als jeder von euch Zuschauern und in so manchem Haushalt mittlerweile eine hybride, bunte Sammlung im Gläserregal bilden. Hartz-IV-Küche-Starter-Set. Alles schön und gut, jedoch war der Hype nie größer als im Jahre 2019. Es gab einst einen Investor. Er war stets furchtlos und bekannt unter dem Namen Leute, Doppelporn im Shirt, hier bin ich wieder. Tanzverbot. Mach die Augen zu, mach kurz die Augen zu, mach die Augen auf. Regenbogenglases. Ich weiß nicht, wie lange das Angebot ist. Heute beginnt es und ich weiß nicht, wie lange man diese Regenbogengläser bekommt, aber die Leute laufen in Scharen zu McDonald's, um sich dieses scheiß Glas zu holen. Die Leute laufen in Scharen zu McDonald's. Ja, Mann, ich mache ein Postfach auf und dann schickt mir bitte alle eure McDonald's-Gläser. Die schickt ihm alles per Post, der hat nur Scherben im Briefkasten. Bunge. Wir haben dann ein Problem. Ich habe eine Vision wie damals zum Beispiel, was weiß ich, Bitcoins. Guck dir die Leute heute an, die kaufen dein Madeira. Genau wie ich dein Madeira kaufen werde, wenn mein McDonald's-Glas irgendwann mal Wert hat. Ich meine mal... Alter. Okay, das war vielleicht etwas überspitzt. Heutzutage werden sie gerade mal zwischen 20 bis 30 € gehandelt. Dann gab es noch das große McDonald's-Monopoly, bei welchem du heutzutage hoffentlich verstehst, dass du das fehlende Straßenteil niemals bekommen wirst, da es im Vergleich zu den anderen eine Lotto-ähnliche Wahrscheinlichkeit hat. Das waren auf jeden Fall 70 Apfeltaschen. Das ist ja scheiße. Hier ist, glaube ich, keine einzige Dings. Guck mal, das dritte fehlt immer. Und dein größter Erfolg vermutlich ein kostenloses McSunday bleiben wird. Holen wir uns dieses doch ab und... Oh, die Eismaschine ist kaputt. Sorry. Dann eben ein Hamburger für... 2,69 €? Richtig gehört. Alles wurde mit der Zeit teurer, der menschliche Kontakt minimiert und die Digitalisierung vorangetrieben, wodurch plötzlich jeder ein Handy besaß und die Welt erstmals sehen konnte, was an Karneval in Köln wirklich passiert. Ich weiß nicht, was mit den Menschen passiert, wenn die Alkohol trinken. Keine Ahnung, aber das sah aus, wirklich, als hättest du da wärst mit so einem Leafblower durchgelaufen. Das ganze Zeug aus der Küche wäre in diesen Verkaufsraum rein. Oder anders gesagt, wodurch die Welt plötzlich erstmalig sehen konnte, was allgemein so passiert. I asked for Sprite and they gave me clown juice. Oh mein Gott. Ich lass mich hier nicht verarschen! 50 Cent für eine verkackte Barbecue-Soße! Und damit verlässt du den McDonald's und bist wieder im Hier und Jetzt. Doch wo ist die Magie aus der Vergangenheit? Man könnte natürlich sagen, Nostalgie blendet hier. Aber tut sie das wirklich? Damals war McDonald's ein Ort, an dem einzigartige Erinnerungen gesammelt wurden. Wo der Besuch das Highlight der Woche, Können wir Meckes? wenn nicht sogar des Monats war. Wir haben Essen zu Hause. Wo die Kassenschlange zwar nervte, aber zumindest menschlich war. Heute ist McDonald's ein Ort, an dem Erinnerungen keine Rolle mehr spielen. Wo der Besuch nichts weiter als ein garantierter Kalorienüberschuss ist. Fuck. It's this shoe. Wo die Kassenschlange durch Automaten ersetzt wurde und mit ihr jedes Gefühl von Menschlichkeit. Wir teilen alle dieselben Erinnerungen an McDonald's.
Und egal wie man es dreht und wendet, kann man nicht abstreiten, dass der Werdegang einem Farbverlauf von bunt auf schwarz-weiß gleicht. Wir wissen heutzutage, dass die glücklichen Kühe und Hühner in der Werbung nicht die Realität widerspiegeln. Burger. No, it's not a burger. Don't call him. Wir wissen, wie schlecht der regelmäßige Konsum von Fastfood für unseren Körper ist. Und wir wissen, dass wir all das damals nicht wussten, weshalb ich mit diesem Video die guten Erinnerungen in all dem festhalten möchte, in der Hoffnung, dass wir inzwischen zwischen Nostalgie und einem bewussten Blick auf die Realität unterscheiden können. Abonniert mich. Danke fürs Zuschauen.